Wenn man in sein Museum geht, sein vorgeschichtliches, fragt man sich selten, wie werden eigentlich die fantastischen Gegenstände, die Schwerter, die Armringe, die Schmuckstücke in der Bronzezeit hergestellt. Und nur selten hat man das Glück, dass man eine bronzezeitliche Werkstatt findet. Noch seltener ist das Glück, dass man mehrere Werkstätten findet, wo die Dinge sogar zusammenpassen. Das ist hier in Sachsen-Anhalt, in Schackstedt und in Rotta der Fall gewesen. In Schackstedt haben wir einen kleinen Depotfund gefunden von Stabbarren. Und diese Stabbarren passen fast genau in diese Formen, in diese Tonformen aus Rotta. Und zwar haben die auf allen 4 Seiten solche Formen, sodass man gleich mehrere Barren auf einmal gießen konnte. Die sind heute zerbrochen und die Barren passen auch nicht genau hinein, weil die Barren natürlich aus einer anderen Siedlung sind und nicht in diesen Formen gegossen wurden. Dennoch sieht man sehr gut, wie das ganze Prinzip funktioniert. Man sieht aber auch, dass dieser Barrenguss in dieser Zeit nicht normiert war. In der anderen Siedlung hat man eben etwas andere Größen gegossen. Und dass dieser Guss wesentlich älter ist, zeigt diese steinerne Gussform aus einem Siedlungsfund bei Halle-Queis, die in die Frühbronzezeit datiert, also in die Zeit der Himmelsscheibe von Nebra. Dort haben wir meistens Gussformen in der verlorenen Form, in Sand, denn wir haben nicht sehr viele Gussformen gefunden, sodass wir annehmen, dass diese Tausende von Beilen und so weiter in verlorener Form gegossen sind. Aber in diesem Fall wurde der Barren zumindest in einer Steingussform gegossen. Das ist bemerkenswert. Und wie hat man die Hitze erreicht, um überhaupt die hohen Temperaturen zum Schmelzen von Kupfer und Bronze, meist Kupfer, zu erreichen? Dazu hatte man hier ebenfalls in der Spätbronzezeit, gut zur Rotta passend, eine Tondüse, an die hinten ein Ziegenbalg oder Ähnliches war, mit dem man mächtigen Wind erzeugen konnte und mit dem man die entsprechende Hitze erreichen konnte. Wir haben aus der Frühbronzezeit ein ähnliches Stück und das bedeutet, dass man auch in der Frühbronzezeit diese Technik benutzte, das heißt die Technik, dass man künstlich Sauerstoff zuführte, um die ganze Sache erheblich zu erhitzen. Und hier haben wir Bruchstücke und Kupfergusskuchen, die man wieder einschmelzen wollte, ebenfalls aus dem Fund von Schackstedt, sodass wir die ganze Produktionskette haben, aber auch nicht nur die Produktionskette in der Zeit um 1200, sondern, wie ich schon zeigte, bereits zur Zeit der Himmelsscheibe hatte man mit ganz ähnlichen Techniken gearbeitet.